Hallo und herzlich willkommen zur Roomtour. Wir freuen uns außerordentlich, dass wir euch heute unser Pfarrhaus zeigen dürfen. Ich bin Robert. Ich bin Elmar. Folgt uns einfach mal. Also das ist eine sehr spannende Sache. Elmar ist zufällig durch dieses Dorf gefahren, ist nach Hause gekommen und hat gesagt, mein Gott, ich habe ein Haus gesehen, das wäre was für uns, wunderschön. Aber es hat dann doch 5 Jahre gedauert, bis wir dann endlich den Zuschlag gekriegt haben, waren dann sehr, sehr glücklich. Das war im Jahr 2007 und dann sind wir hier mit Saus und Braus eingezogen und haben angefangen, das zu restaurieren. Die Tür war erhalten, die war aber innen mit einer Kunststoffplatte verklebt. Wir haben die dann ganz freigelegt und haben damit auch die Beschläge wieder sichtbar gemacht. Wir haben sie in der Farbe gestrichen, in der früher alle Türen hier gestrichen waren im Haus. Man sieht ja, wir haben so ein hellgrau, wir haben den Boden hier dann wieder befreit vom Parkett. Wir haben von der eichenen Treppe den aufgeklebten Kunststoff entfernt und die Treppe wieder restauriert. Hier unten war Erde drin, hinter mir war in dem Raum die Schlachtküche und ja, es war 40 cm höher wie heute. Hier unten sind wir schon über 300 Jahre alt, das waren mal 2 Häuser. Was hinter mir ist, war mal die Außenmauer des einen. Und oben drüber kam vor 140 Jahren ein ganz neues Haus. Sie sehen hier die alte Tür noch mit dem Haken entsprechend dran. Wir wollten hier eine Industrieküche haben, weil ziemlich viel Kocher, sehr intensiv koche, das sollte etwas belastbar sein. Deswegen eine große Spüle, ein Gemüseputzplatz, hier mit Schneidbrett integriert, in den Mülleimer drunter. Dann natürlich aber auch ein Gasherd mit 6 Flammen, großen Dunstabzug. In der Mitte aber auch der Essplatz, 4 Stühle, wenn wir mal in kleinerer Gruppe sind oder wenn man morgens mal Kaffee trinkt. Und dann halt alles hier in der Nähe hat, dass es trotzdem kompakt ist. Wenn man mehr Gäste hat, geht man raus an den großen Tisch mit dem Kamin. Es gibt Teller, Schüsseln, Tassen und die sind alle handbemalt, die sind für hier gemacht. Und bei uns gibt es eine feste Regel. Mein Mann hat immer Geflügel und ich bekomme immer den Esel. Das Geschirr haben 2 Künstlerinnen im Westerwald gemacht. Es ist auch nachhaltig, weil wenn etwas kaputt geht, wird genau das Teil so wieder ersetzt. Das sieht man hier beim Brotkorb. Der Korb ist schon 11 Jahre alt, der Deckel ist der 4. in den 11 Jahren. Wir haben eine Regel, wir trinken normalerweise immer sonntags morgens um 11 Uhr was. Und es ist wie in Frankreich, silberne Becher, um den Sekt oder Champagner einzufüllen. Wir haben hier einen größeren Tisch, eine lange Bank. Man kann auch den Küchentisch noch dazu stellen, das passt alles zusammen. Und im Winter ist es ganz nett, man kann den Kamin anmachen, kann ins Kaminfeuer gucken und der ist auch so konstruiert, dass er das ganze Haus heizen kann. Jetzt zeige ich euch unser Esszimmer. Das dient aber auch Multifunktion für alles, für Besprechungen, zum Arbeiten.
Ziel ist es, jetzt hier an die Wände diese Tapete aus dem 19. Jahrhundert anzubringen. Das ist jetzt das Motiv der Hafen von Boston. Das soll eigentlich hier mal in der ganzen Größe diese Wand füllen. Wir orientieren uns an diesen großen Schlössern und hier bestimmt ist auch Jacqueline Kennedy, hat eine solche Tapete im Weißen Haus einbauen lassen. Sehr, sehr berühmt. Wir spielen häufig zusammen Passions und dafür gab es diesen Tisch und gibt es diesen Tisch. Leider leidet er unter den klimatischen Verhältnissen eines beheizten Hauses. Die kommen ja aus Schlössern, die immer nur eine gleichbleibende Temperatur von 16, 17 Grad wohl hatten, nicht beheizt waren. Ich habe ihn restaurieren lassen, schon vor 25 Jahren, aber er zeigt schon wieder Auflösungstendenzen. Er ist schon wieder restaurationsbedürftig, was eine immer sehr aufwendige Sache ist. Aber ein wunderschöner Tisch. Hier verbergen sich die Spiele drin. Man kann ihn aufklappen. Es hat eine wunderbare Oberfläche und hier sitzt man dann gemütlich. Zum Kartenspielen. Und zum Kartenspielen. Jetzt zeige ich euch mal mein Winterrefugium. Hier ziehe ich mich im Winter zurück, mache die Läden zu, hole mir eine Flasche Wein und dann male ich meine Bilder. Ich bin Allgemeinarzt und Diabetologe und male, solange ich denken kann, Zeichen malen. Immer mal wieder. Ja, dann zeige ich euch unser Bad. Das ist der einzige Raum, der komplett erneuert wurde, weil es vorher kein Bad gab im Haus. Die Idee war, auf relativ begrenztem Platz trotzdem ein komfortables Bad zu haben und auch ausreichend modern. Deswegen haben wir uns für brasilianischen Schiefer entschieden. Wir haben uns für durchgehende Platten überall und natürlich für viele, viele Spiegel, damit der Raum auch optisch entsprechend größer wird. Ja, dann zeige ich euch mal unser privates Wohnzimmer. Das ist jetzt sehr privat, das heißt also, hier empfangen wir natürlich niemanden außer uns beiden. Hier können wir relaxen, hier können wir uns ganz zurückziehen. Hier sind wir einfach nur wir. Wir haben ja heute hier 3 Fenster. 2 gehen zur Straße und von dem einen Fenster blickt man auch wunderbar auf die katholische Kirche. Das war ja auch der katholische Pfarrhof, gegenüber aufs alte Klostergut. Und hier war eine Besonderheit, der katholische Pfarrer früher wollte nicht durch dieses Fenster auf die evangelische Kirche gucken. Aber es war innen das Fenster gar nicht sichtbar, das war mit einer Platte zugestellt. Ja, Schlafzimmer sollten ja schlicht sein, die sollen ja nicht pompös sein, sie sollen großvolumig sein, das fördert den Schlaf. Wir haben auch den Zugang zum Treppenhaus extra geschlossen, dass man ganz vom Haus isoliert ist, dass man mindestens 3 Türen Abstand hat, um zu vollkommener Ruhe zu kommen. Jetzt sind wir in dem größeren Scheunenraum, schon im Nachbarhof, der auch zu uns gehört, und den haben wir vor 3 Jahren angefangen umzubauen, sind vor einem Jahr jetzt fertig geworden, den wir einfach für Feste benutzen, Geburtstage, Hochzeiten. Hier war die Idee, wir wollten für jeden Gast, der hier drin sitzen kann, eine Lampe brennen haben. Diese Höfe, die wir haben, die brauchen ja einen Nutzen, die können ja nicht leer stehen. Wir wollen ja nicht noch eine leerstehende Scheune haben, die irgendwann verfällt, sondern die Menschen sollen sich auch an der Umgebung freuen. Hier war uns sehr wichtig, dass wir nicht so einen künstlichen Eindruck bekommen mit Zementfugen. Und wir wollten auch sachgerecht restaurieren mit einem Kalkmörtel,
der die Farbe auch der Steine aufnimmt, so wie das vor 300 Jahren auch war. Ja, das ist der älteste Teil des ganzen Ensembles, das ist das ehemalige Klostergut. Es ist schon erwähnt, im 11. Jahrhundert, hat auch Bausubstanz noch aus dem frühen Mittelalter. Das haben wir nach 1,5 Jahren, als wir hier waren, erwerben können. Das war eine Zwangsversteigerung und zwar ziemlich zerfallen und auch ein Ort der Verwahrlosung. Und dann haben wir das jetzt in den letzten 10 Jahren Schritt für Schritt saniert. Und wir konnten es auch nicht aushalten, dass so ein schöner historischer Hof kommt. Wir sind nicht angetreten mit dem Wunsch oder mit dem Vorhaben, das Dorf zu erneuern oder die historische Substanz des Dorfes wiederherzustellen. Aber es ist jetzt die Folge dessen, was wir getan haben, dass der historische Kern des Dorfes wieder erstanden ist und wirklich in einer großen Pracht. Noch nicht vollendet, aber wir sind auf dem Weg. Wenn man solche Bögen hier in der Gegend sieht, hat man immer eine Kuhkapelle, ein Gewölbe hinter sich. Und jetzt kommt einfach mal mit, wir zeigen uns das. In diesen Räumen ist inzwischen unser Restaurant untergebracht. Das, was wir hier gebaut haben, war bisher das Schwierigste, was wir überhaupt gebaut haben. Das hat angefangen mit den Ausgrabungen im Boden, mit der Sanierung der Säulen. Das musste alles entkernt werden. Und wir haben hier 4,5 Jahre gebaut an diesen Räumen. Wir haben auch noch niemals etwas gebaut, was so teuer war wie diese Räume hier. Und deswegen sind wir darauf eigentlich auch besonders stolz, dass wir die haben. Wir können euch noch das eventuell zukünftige Standesamt zeigen. Wir haben noch keinen endgültigen Bescheid, aber das zeigen wir euch gerne mal. Ja, hier sind wir jetzt im ältesten Bereich. Das ist die ganzen Mauern, die die Kirche stützen aus dem Klosterbereich. Wir wollen hier solche Blumen aufhängen, aber nicht jetzt, wie ich jetzt nur 6, 7 in der Hand habe, sondern mehrere 100. Dass die in einer Wolke von 4 bis 5 Metern Durchmesser auf uns runter gucken, die Blumen. Ja, ich denke, wenn wir das haben, wir sind zwar verpartnert, aber wahrscheinlich könnten wir, oder wahrscheinlich wird es so sein, dass wir die ersten Kunden sind dieses Standesamts. Hängt davon ab, ob er wieder einen Antrag macht. Das ist noch. Wir wissen noch nicht, wer wem einen Antrag macht. Es war eigentlich schon das Ziel, ein Ferienhaus zu haben und einen schönen Garten. Das haben wir erreicht. Es ist insgesamt größer geworden. Wir hatten nie an ein Ensemble gedacht oder auch an die Restaurierung der ganzen Umgebung und des historischen Kerns. Es hat sich einfach so ergeben. Besser kann man gar nicht leben. Also ich wüsste gar keinen Platz auf der Welt, wo man besser leben könnte. Wir fahren ab und zu mal irgendwo hin und dann denken wir, eigentlich ist es ja bei uns schöner. Das war also die Roomtour durch unser geliebtes altes Pfarrhaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere spannende Häuser sehen wollt, abonniert den Kanal oder schaut einfach hier rein. Come on.